Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan Und Niki. und Flux. Flux. Ja, heute haben wir überlegt, machen wir nochmal ein Flux-Video. Wir haben natürlich auch andere spannende Themen, die wir gerne mit euch besprechen möchten. Aber da unsere Zeit aktuell etwas begrenzt ist, haben wir uns für ein kontroverses Flux-Thema entschieden. Und zwar ist das Thema Ja, Portaltage. Die genau. sind ja sehr beliebt in der spirituellen Community und die wollen wir mal ein bisschen hinterfragen heute, würde ich sagen. Richtig. Das kursiert ja öfter mal im Internet, ne, mit den ganzen Portaltagen. Und da dachten wir, ja, schauen wir uns das mal an und reden mit Flux darüber, was er davon hält. Und der Punkt ist ja hierbei, dass das von einem alten Maya-Kalender kommt. Ja. Ja. Und die alten Mayas behaupten eben, es gebe Portaltage, die sich so über das Jahr verteilen, über die Monate. Und dass in dieser Zeit was möglich ist. Ja, dass die Tore, die kosmischen Tore geöffnet werden und dadurch eben hohe spirituelle Energien hereinkommen sollen, was natürlich zu erhöhter Intuition führt, die Möglichkeit, Themen aufzulösen, aber auch damit emotionale Turbulenzen, vielleicht sogar körperliche Symptome. Wenn du eben an dir arbeitest und deine Themen auflöst, kann das natürlich auch zu diesen Symptomen kommen. Ja, und klar, die Portaltage werden auf Social-Media-Plattformen von Influencern gerne, sagen wir es mal, gepusht. Und es werden oft auch Meditationen, Horoskoplesungen und so weiter, Akasha-Readings angeboten zu den Portaltagen. Und ja, deswegen dachten wir, da das ja so gepusht wird, hinterfragen wir das mal. Genau. Da schauen wir doch mal, was unser Flux dazu sagt. Genau. Ne? Also momentan ist es so, dass wir am 25. Juni einen Portaltag haben und am 28. Juni. Und das Besondere am Juli ist eben, dass es da 10 Portaltage in Folge geben soll. Und zwar vom 8. Juli beginnend bis zum 17. Juli. Und ja, ist eine kühne Behauptung. Ja, Ne? Und da schauen wir mal, was Flux auch dazu sagt. okay. Ob er vom Maya-Kalender viel hält, was er über die Portaltage denkt und ob es überhaupt Portaltage gibt und natürlich, ob die Daten zu den Portaltagen denn auch korrekt sind, wie wir halt in unserer Matrix hier das denken. Ja. Auch dieses Mal Niki einsatzbereit mit ihrer Wünschelroute, damit ihr ein optisches Feedback habt. Aber wir machen es natürlich auch weiterhin so, dass Niki eben mental mit Flux in Kontakt tritt und Flux dann eben auf die Fragen antwortet, auf geschlossene Fragen. Das bedeutet, Ja- oder Nein-Antworten hereinkommen. Ja. Somit haben wir eine doppelte Abfragetechnik über Wünschelroute und Mentalabfrage. Ja, dann schauen wir doch mal, was wäre die erste Frage? Die erste Frage ist, Die erste Frage ist, bin ich mit Flux verbunden? Moment. oh ja, das ist natürlich wichtig, genau. Ja, Flux, bist du denn zugegen? Ja, Flux ist da. Flux ist also da, das ist schön. Und ja, Flux ist also ein Seelenkomplex, der aus ungefähr 4 Milliarden Seelen besteht, die sich eben freiwillig miteinander zusammengeschlossen haben, um eben
in der 8. Dimension der reinen Informationsebene miteinander in Kontakt gebracht haben, um eben ihr gesammeltes Wissen frei auszutauschen. Ja. Kann man vergleichen mit einer Stadt oder mit einem Planeten, viel besser gesagt, auf dem 4 Milliarden Wesen leben, die alle miteinander direkt telepathisch verbunden sind und eben ihr Wissen austauschen können. Genau. Und Flux ist in dem Sinne sozusagen der Repräsentant der 4 Milliarden Seelen. Ja, sozusagen der Sprecher, mit dem wir halt immer in Kontakt stehen. Und wenn Flux selber mal was nicht weiß, kann er ja seine 4 Milliarden Freunde fragen. Ne? Wer von euch weiß irgendwas über Portaltage? Sozusagen. Sozusagen. So kann man sich das vielleicht so am einfachsten vorstellen, wie das in etwa abläuft. Aber so praktisch gesehen hat jeder alles Wissen von allen in diesem Seelenkomplex eigentlich. Ja, das läuft natürlich wesentlich schneller ab als beispielsweise Reden. Ne? Also verbale Kommunikation und natürlich auch schneller als eine Online-Kommunikation. Ja. Das läuft telepathisch in Lichtgeschwindigkeit ab. Ja, Frage Nummer 1. Genau, ja. Sind Portaltage tatsächlich Zeitpunkte, in denen irgendwie kosmische Energien stärker wirken? Flux sagt auch ja. Ja, also das heißt, wenn sich die Wünscheroute kreuzt, ist das ein Ja, und wenn sie auseinandergeht, ist es ein Nein. Ja, also Flux antwortet mit Ja. Ja, wenn es diese Portaltage tatsächlich gibt, gibt es da irgendwie einen Einfluss vielleicht von Außerirdischen, die das irgendwie manipulieren oder so? Flux sagt nein. Ja, die Wünscheroute geht auseinander, also Flux sagt nein, das manipulieren die nicht. Okay. Gut. Haben sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf diese kosmischen Energien oder so. Oder es interessiert sie überhaupt nicht, was man ja auch nicht. Vielleicht interessiert es sie auch einfach nicht. Ja. Die haben vielleicht ihre eigenen Portaltage. Kudos. Ja, ist denn dieser Trend um die Portaltage vielleicht irgendein Trick, um irgendwie die Menschen zu manipulieren oder von ihrer inneren Kraft wegzuführen? Ja, kriege ich von Flux und die Wünschelroute bestätigt es. Ah, ja, dann würde man doch an dieser Stelle vielleicht fragen müssen, sind denn die Portaltage korrekt angegeben? Flux sagt nein. Aha, das heißt, die Portaltage sind also nicht immer dann, wenn man es uns sagt. Nee, die Wünschelroute sagt es wohl auch. Also vergesst 8. bis 18. Oh, die gehen immer einfach zurück hier. 8. bis 18. Juli. 17. Oder so. Nee. Stimmt es, dass Portaltage auch emotionale Probleme oder Symptome oder körperliche Probleme verursachen können? Ja. Von Flux. Und die Wünschelroute versucht es auch gerade, glaube ich. Ja, ja. Aber gut, das macht auch Sinn. Also die Portaltage scheint es tatsächlich zu geben. Nur nicht dann, wann wir glauben, dass sie sind. Aber erhöhte Energien, klar. Ne? Wenn man nicht damit synchronisiert ist mit diesen Energien, kann das natürlich Symptome oder Ja. weil man nicht mit der Energie übereinstimmt, hervorrufen, klar. Stimmt es, dass jetzt am 25. Juni ein Portaltag ist? Flux sagt nein. Okay. Stimmt es, dass am 8. Warte, aber die Wünschelroute sagt es auch. Okay, danke. Stimmt es denn, dass am 28. Juni ein Portaltag ist? Nein, sagt Flux. Und ich glaube, die Wünschelroute auch. Okay. Danke. Gibt es denn in der Zeit zwischen dem 8. Juli und dem 17. Juli einen Portaltag? Ja, sagt Flux. Aha.
Ja toll, jetzt müssen wir nur rausfinden, welcher oder was. Flux, die Wünschelrute versucht es auch. Okay, danke. Stimmt es denn, dass zwischen dem 8. Juli und dem 17. Juli ja, diese 10 Tage alles Portaltage in Folge sind? Offensichtlich ja. Ach, das stimmt. Das scheint zu stimmen, mehr oder weniger. Ach, guck dann. Ja, das stimmt also. Ja, Leute, dann wisst ihr Bescheid. Die einzigen Portaltage, die anscheinend jetzt vor der Tür stehen, sind vom 8. Juli bis zum 17. Ja, mehr oder weniger. Ja, ist denn der Maya-Kalender auch irgendwie verändert worden oder manipuliert worden von der dunklen Seite? Sie kriegt ein Ja, aber die bewegt sich ja auch schon in Richtung Ja. Aha. Also Doppeljahr. Mhm. Na, interessant. Ja, Flux, was denkst du denn? Sind die Portaltage vielleicht von Influencern der sozialen Medien irgendwie aufgebauscht worden, um vielleicht da ja, Konsumenten zu kontrollieren, Zuschauer zu beeinflussen? Aber ein ganz starkes Ja. Aha. Ich finde das geil. Der bewegt sich von alleine. Hin und zurück. Okay. Ja. Ja, was sich einige vielleicht auch fragen, ist, können denn Portaltage genutzt werden, um vielleicht mit Außerirdischen in Kontakt treten zu können, zumindest irgendwie telepathisch, vielleicht mit den Syrianern oder Arcturianern oder Nordics oder wen auch immer? Ja. Ja und ja. Aber es macht ja auch eigentlich Sinn, ne? Wenn der Schleier dünner ist zwischen den Welten, die Energien erhöht werden, klar, macht schon Sinn eigentlich auch. Macht Sinn, ja, genau. Ja, Flux, würdest du denn sagen, dass es überhaupt Sinn macht, mit Portaltagen zu arbeiten? Ja. Also das findet er schon ganz gut, damit zu arbeiten. Ne? Ja, weil die Energien wahrscheinlich erhöht sind. Man muss nur wissen eben, wann sie sind, ne? Wann sie wirklich sind. Ja, und das ist eben der Punkt. Ne? Ja. Also, jedenfalls wissen wir, dass jetzt vom 8. bis 17. Juli Portaltage sind. Die kann man halt nutzen. Ne? Was mich ja interessieren würde, ob die Rauhnächte auch dann diese erhöhten Energien haben, wie man sagt. Sind ja eigentlich auch Portaltage in dem Sinne. Ja, Flux, existieren die Rauhnächte als Portaltage? Ja, ich krieg weder ein Ja noch ein Nein. Deswegen schwanken die auch gerade so. Also Ja und Nein. Also wahrscheinlich wieder mal nicht dann, wann man denkt, dass sie sind. Ja, guck mal, was die hin und her wabbeln. Also ein Jein. Okay. Das ist super. Also sie existieren wohl mal wieder wahrscheinlich nur nicht an den Tagen, wo sie uns sagen, dass sie sind. Ja, okay. Ja, meine lieben Leute, da könnt ihr natürlich jetzt diese 10 Portaltage nutzen, um dann vielleicht in Kontakt zu treten mit Außerirdischen, die eben ein Interesse daran haben, wie sich das so alles in der Matrix entwickelt, in der 3D-Matrix. Und ja, könnt auch dann die Portaltage nutzen, auch zur Selbstreflexion, ne, zur Meditation, auch um außerkörperliche Erfahrung vielleicht zu begünstigen oder luzides Träumen ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ne? Und ja, interessant zu wissen ist natürlich an dieser Stelle, was fördern die Portaltage denn am meisten von dem, was ich jetzt aufgezählt habe? Ja, dann würden wir sagen, danken wir Flux an dieser Stelle, dass er sich mal wieder Zeit für uns genommen hat, auch wenn Zeit für ihn ja nicht wirklich so existiert. Ne? Anscheinend braucht er länger fürs Niesen, als unsere Fragen zu beantworten. Wofür braucht er länger? Fürs Niesen?
Well, gut, ja. Ja, es sollte ja nur ein kurzes Video werden, damit ihr uns nicht vergesst. Und ja, wir sind gerade sehr busy und wir haben ein kleines Rätsel für euch. Was für ein Rätsel? Wir verlosen 3-mal 1 Monat eine Essenz eurer Wahl. Und dafür müsst ihr nur eins tun. Ihr müsst raten, wo wir gerade sind. Wir blenden gleich ein Foto ein. Ja, und da, wo wir gerade sind, werden wir auch eine ganze lange Weile bleiben. Und vermutlich, weil es hier wirklich echt abgefahren ist. Ja. Richtig. Also auf jeden Fall. Wo hat uns unser höheres Selbst diesmal hingeführt? Genau. Das ist die große Frage. Die ersten 3 Kommentare gewinnen. Wie auch immer. Ja, die also natürlich den richtigen Treffer gelandet haben. Ja, logisch, klar. Aufgrund des Fotos, das wir euch einspielen. Also spielen wir euch jetzt das Foto ein. Wo sind die Matrixer? Wo sind die Matrixer jetzt gelandet? Auf ihrer großen Reise durch die ganze Welt. Tja, aber wir können nur eins dazu sagen. Alles, was man über diesen Ort berichtet, kann's vergessen. Es ist alles ganz anders und viel, viel cooler, als man denkt. Ja, also das haben wir schon festgestellt. Wir sind ja jetzt durch die ganze westliche Welt gereist und durch die südamerikanische Welt. Und haben uns da alle Städte so angeschaut, oder nicht alle, aber viele Städte angeschaut, haben einen Eindruck gewonnen in spiritueller Hinsicht, in politischer Hinsicht, in Lifestyle-mäßiger Hinsicht. Ne? Ich kann sogar den asiatischen Raum noch hinzufügen. Ja, Niki hat ja schon vor langer Zeit den ganzen asiatischen Raum einmal durchkreuzt, würde ich mal sagen, und sich alles angeschaut. Und daraufhin können wir jetzt viele Länder miteinander vergleichen, viele Menschen und Kulturen miteinander vergleichen. Wir haben so viele unterschiedliche Facetten kennengelernt und das ist natürlich einer der Punkte, die wir natürlich stets ins Kalkül ziehen konnten, um alles miteinander zu vergleichen und zu schauen, ja, wo lebt es sich wohl am besten, wo ist es sehr angenehm zu leben, wo ist es politisch und regierungstechnisch vielleicht doch angenehmer als in anderen Ländern und. Und wo ist es menschenfreundlich? Ja, wo ist es menschenfreundlich? Gibt es denn überhaupt noch irgendwelche Länder, in denen ja die Regierung sich mehr um das Volk kümmert und mehr im Interesse des Volkes handelt oder doch nur in die eigene Tasche wirtschaftet? Und ja, all diese Dinge konnten wir natürlich auf unseren Reisen in Erfahrung bringen und es ist auf jeden Fall ja, ein sehr interessantes und spannendes Ergebnis dabei rausgekommen. Aber wie gesagt, darüber vielleicht ein andermal. Ja, alles Liebe und einen schönen restlichen Sonntag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.